freue mich, dass schon einige von euch den Weg hineingefunden haben. Ich habe es eingeschalten, aber ich freue mich, dass einige von euch den Weg schon hineingefunden haben. Manche sind draußen noch und eruieren ganz wichtige Themen. Wir wollen gemeinsam wieder beginnen mit dem Lied Nummer 384. Es hat 5 Strophen und ich lade euch ein, dass wir dazu gemeinsam aufstehen und alle 5 Strophen singen. Lied Nummer 384. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich loben dürfen, dass du uns führst durch diese Welt, die manchmal dunkel erscheint und du unser Licht bist. Wir danken dir auch für diese Gelegenheiten und wir bitten dich, dass du jetzt bei Kay und auch bei Frauke bist, wenn sie uns noch mehr davon erzählen, wie wir deine Diener sein können und was wir in diesem Leben auch lernen dürfen, um effizienter und effektiver arbeiten zu können. Dafür danken wir dir. Amen. I have a fact that I am going to read to you. Ich möchte euch gerne etwas vorlesen, etwas, das eine Tatsache ist. And it just may blow your mind. Und das wird vielleicht euer Denken sprengen. If one couple gave birth to 280 billion offspring, no two would have to be alike, because there are that many possible different chromosome combinations.
Wenn ein Paar 280 Milliarden Kinder bekommen würde, müssten nicht 2 von ihnen gleich sein. So viele verschiedene Chromosomenkombinationen sind möglich. So if you have 2 children, Wenn ihr also 2 Kinder habt, chances are they're going to be different than you. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie anders sind als ihr selbst. If you have 5, chances are you will have 5 different behaviors in your children. Und wenn ihr 5 Kinder habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ihr 5 verschiedene Verhaltensmuster in euren Kindern findet. The key, though, to motivate these kids is to use their internal way of behaving. Der Schlüssel, um unsere Kinder zu motivieren, ist, dass wir herausfinden, was sie innerlich motiviert. For example, Ihr inneres Verhalten. For example, if you get a Mac kid, like the computer, Wenn ihr also ein Mac-Kind habt, wie der Computer, you're going to have trouble if you try to use PC software. dann werdet ihr ein Problem damit haben, wenn ihr normale PC-Software mit dem Kind ausprobiert. So it's very important that we really look at our children Es ist also sehr wichtig, dass wir uns unsere Kinder genau anschauen and recognize how different they are und erkennen, wie unterschiedlich sie sind and treat them accordingly. und sie entsprechend behandeln. Now, I would suggest if you have a piece of paper, take it out because I'm going to be reading you a lot of different characteristics. Und jetzt würde ich vorschlagen, wenn ihr etwas zum Schreiben dabei habt, dann nehmt doch ein Stück Papier raus, weil ich euch sehr viele Eigenschaften vorlesen werde. And from Ellen G. White in Child Guidance, page 206, is a very interesting statement. Und Ellen White in dem Buch Child Guidance hat eine sehr interessante Aussage gemacht. And I just realized that's in the English version. Ja, Seite 206 So I im don't know. englischen Buch. I don't know what page it is for Wie führe you ich mein Kind? Die Germans. deutsche Übersetzung gibt es, aber die Seitenzahl wissen wir jetzt nicht. But here's what she says about children's differences. Und hier ist, was Ellen White über die Verschiedenheiten unserer Kinder sagt. She says, learn the disposition of each of your children as revealed in their association with one another, and then seek to correct their faults by encouraging the opposite trait. Sie sagt da, lernt die Veranlagung jedes deiner Kinder kennen, wie es sich im Umgang mit anderen Kindern zeigt, und dann bemühe dich, ihre Fehler zu korrigieren, indem du die gegenteiligen Eigenschaften förderst. And in another quotation, she says, it is a very nice work to deal with human minds. Und in einem anderen Manuskript schreibt sie, es ist eine sehr schöne Arbeit, mit menschlichen Seelen, mit der menschlichen Seele und dem menschlichen Geist umzugehen. All children cannot be treated the same way. Wir dürfen nicht alle Kinder gleich behandeln, For that restraint that must be kept on one would crush out the life of another. denn die Einschränkung, die man einem Kind auferlegen muss, würde ein anderes Kind erdrücken. So she says, we should study the minds and characters of our children. Deshalb sagt sie, sollen wir das Wesen, die Geist und Seele und den Charakter unserer Kinder studieren. And then she says, during the first years of their lives is the time to work and watch and pray and encourage every good inclination. Und dann sagt sie weiter, dass in den ersten Lebensjahren die Zeit ist, zu arbeiten, zu wachen und zu beten und jede gute Neigung zu fördern und zu ermutigen.
Thomas, Chess, and Birch, 3 researchers, Thomas, Chess und Birch, das sind 3 Forscher, a number of years ago did a research study on children's differences right after birth. die haben vor Jahren eine Studie über Unterschiedlichkeiten in Kindern direkt nach der Geburt durchgeführt. And they came up with a number of differences that they could tell in these newborn babies. Und sie haben eine ganze Reihe von Unterschieden herausgefunden, die sie in den Neugeborenen entdeckt haben. And then the surprising thing was, months later, they could still see these differences. Und das Überraschende war, dass sie Monate später noch die gleichen Unterschiedlichkeiten entdecken konnten. The first difference is low versus high activity level. Der erste Unterschied ist die Aktivität. Manche Kinder sind sehr aktiv und andere sind viel weniger aktiv. Most moms can tell the activity level of their baby even before the baby is born. Die meisten Mütter können schon sagen, wie aktiv ihr Kind ist, noch bevor es geboren ist. Some kids are just kicking their way through life during especially that last month in utero. Manche Kinder treten einfach immer um sich herum, besonders im letzten Schwangerschaftsmonat schon im Bauch der Mutter. And you think you're not only pregnant with a baby, but you've got the football in there too. Und man hat den Eindruck, man hat da nicht nur ein Baby im Bauch, sondern auch noch den Fußball gleich mit. And some children are just not that active. Und manche Kinder sind einfach nicht so aktiv. You know if you have an active baby when you bring it home from the hospital and you put it in the middle of the great big bed. Wir können sagen, wenn wir ob wir ein aktives Baby haben, wenn wir mit dem Baby nach Hause kommen aus dem Krankenhaus und es mitten ins große Bett reintun. You know the baby cannot crawl yet. Wir wissen, das Baby kann noch nicht krabbeln, The baby cannot roll over yet. es kann sich noch nicht umdrehen There is no way that baby is going to fall off the bed. und es ist keine Gefahr, dass das Baby vom Bett fallen könnte. And an hour later, the baby is screaming. Und eine Stunde später weint das Baby. Somehow the baby wiggled itself off that great big bed. Irgendwie hat sich das Baby von diesem großen Bett heruntergezappelt. And you know you're in trouble. Und dann weiß man, dass Probleme auf einen warten. It's a lot easier to work with a kid who stays put than a kid who's very, very active and constantly going. Es ist viel leichter, mit einem Kind umzugehen, das da bleibt, wo man es hinlegt, als mit einem Kind, das sich ständig irgendwie bewegt und aktiv ist. The second characteristic they noticed was impulsive actions versus self-controlled actions. Ein zweiter Unterschied, den die Forscher herausgefunden haben, hat das Handeln betroffen, das selbstbeherrscht oder impulsiv sein kann. So you add to a very active baby an impulsive baby who's constantly acting out in his world. Wenn man also jetzt zu einem Baby, das sowieso schon sehr aktiv ist, noch hinzufügt, dass es auch sehr impulsiv ist und ständig auf die Umwelt reagiert, And you're heading toward trouble. dann hat man Probleme auf sich warten. The next characteristic was adaptability. Die nächste Eigenschaft war die Anpassungsfähigkeit. Some babies are very adaptable to change. Manche Babys passen sich sehr schnell Veränderungen an. They can go from mom to dad to aunt to uncle, and they just comply with the environment. Die lassen sich sehr angenehm herumreichen, von Mama zu Papa, zum Onkel, zur Tante und stellen sich immer sehr leicht auf ihre Umgebung ein. And other babies are resistant to any kind of change in their lives. Und andere Kinder wieder wehren sich gegen jede Art von Veränderung in ihrem Leben. Mom just goes to the beauty shop and gets a different hairdo. Die Mama geht einfach zum Friseur und lässt sich die Haare machen And the baby screams. und das Baby schreit. Children are different. Kinder sind verschieden. Some are very regular when it comes to their body functions.
Manche haben schon ganz regelmäßige Körperfunktionen. They eat on time. Sie essen regelmäßig. They sleep on time. Sie schlafen zur rechten Zeit. They have a bowel movement on time. Und auch ihre Verdauung funktioniert regelmäßig. So you can easily get into a very comfortable routine with that kind of a baby. Und mit so einem Baby kann man sehr leicht eine sehr angenehme Routine entwickeln. But some babies are highly irregular. Aber andere Babys wieder, die sind da sehr, sehr unregelmäßig. They don't know when they're going to be hungry. Sie wissen nicht, wann sie hungrig sind. And to try to toilet train these kids, Und zu versuchen, diese Kinder an die Toilette zu gewöhnen, and you never know when it's going to come. da weiß man nie, wann es soweit ist. Some babies are very calm, Manche Babys sind sehr ruhig. and some are very intense to their reactions to others. Und manche reagieren sehr heftig auf andere. Some are more positive, and some are more negative. Einige sind eher positiv und andere negativer. Some babies just seem to approach new experiences. Manche Babys scheinen einfach sehr offen zu sein für neue Erfahrungen. And some babies tend to withdraw. Und andere sind lieber in sich zurückgezogen. Some babies, you can give them a toy to play with, and they will just play for hours with that toy. Manchen Babys kann man ein Spielzeug geben und die spielen stundenlang damit. But others are so distracted that they do not have a long interest level. Aber manche sind so schnell ablenkbar, dass sie nicht eine sehr lange Zeit sich für etwas interessieren können. Now, you don't know what kind of a baby God is going to give you. Wir wissen nicht, was für eine Art von Baby Gott uns gibt. It could be that you have a number of interesting characteristics coming together in a child. Es könnte sein, dass da eine ganze Reihe interessanter Eigenschaften in einem Kind zusammenkommen. Let's say your baby is very active, Angenommen, euer Baby ist sehr aktiv. constantly moving his arms and legs. Immer und die Hände und Arme sind immer in Bewegung. He crawls early, Fängt früh an zu krabbeln and wouldn't you know, he starts walking early. und fängt auch früh an zu laufen. Constantly here, constantly there. Und immer hier oder da unterwegs. Then you add to that, he's very impulsive. Und wenn wir dann noch dazu fügen, dass das Kind auch sehr impulsiv ist, He screams when he feels intensely emotional. wenn er also ein sehr intensives emotionales Gefühl hat, dann fängt er an zu schreien. And then maybe he has irregular body functions. Und ist auch in seinen Körperfunktionen eher unregelmäßig veranlagt. Do you realize what we're doing here? Ist euch klar, was wir hier tun? We're giving you a baby that you did not pray for. Wir geben euch ein Baby, für das ihr nicht gebetet habt. Maybe add to that a negative mood. Wenn da vielleicht dann noch eine negative Grundstimmung dazu kommt. Scared when anybody comes close to him and withdraws. Und gleich ängstlich, wenn jemand nahe kommt und zieht sich gleich zurück. Highly distractible. Sehr leicht ablenkbar. What do you do with that kind of a kid? Was macht man mit so einem Kind? You love him just because he exists. Man liebt es einfach, weil es da ist. But you might pull out a few hairs in the process. Aber vielleicht muss man sich zwischendurch auch ein paar Haare raufen. Some babies are more creative as they get older, and some are very conforming. Manche Kinder sind, wenn sie älter werden, eher kreativ und andere sind eher konform, nicht so kreativ. And as children get older, we see another difference coming. Und wenn Kinder älter werden, sehen wir noch einen anderen Unterschied. Some are just so generous, they will give anything of yours away to somebody else.
Manche sind einfach so großzügig, die geben alles an andere weiter. It's just like sharing comes naturally. Das ist, als wenn ihnen Teilen ganz etwas Natürliches ist. And some children are very self-centered. Manche Kinder sind sehr egoistisch, sehr auf sich selbst ausgerichtet. They see it, they want it. Die sehen etwas und dann wollen sie das. And when they are holding it, it's mine. Und wenn sie es in den Händen halten, dann gehört es ihnen. How do you teach them to share with others? Wie kann man diesen Kindern vermitteln, dass sie etwas teilen mit anderen? It's very different from a child who will give away the kitchen sink. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man ein Kind hat, das sofort die Kücheneinrichtung verschenkt. Actually, let me share an idea about sharing. Ich möchte euch gerne eine Geschichte zum Teilen erzählen. We've talked about children being very egocentric when they're young. Wir haben da schon darüber gesprochen, dass Kinder, wenn sie klein sind, sehr egozentrisch When they sind. pick up something, they say, it's mine. Wenn sie etwas nehmen, dann sagen sie, das gehört mir. Das ist So meins. instead of telling them, you need to share your ball with your friend, Statt dem Kind also zu sagen, du musst deinen Ball mit deinem Freund teilen, I like to encourage children to have a sense of ownership. da ermutige ich Kinder immer, dass ihnen das Gefühl für Eigentum bewusst ist. Sharing does not happen naturally. So when you take something away from your baby and give it to one of their friends, it doesn't help them learn to share. Teilen ist etwas, was nicht ganz eine natürliche Eigenschaft ist. Wenn man also dem Baby etwas wegnimmt, um das dem Freund zu geben, dann hilft es dem Kind nicht, teilen zu lernen. It makes them want to hold on to their things even tighter. Das führt nur dazu, dass sie noch viel mehr an ihren Sachen festhalten wollen. So I try to give young children words to say. Deswegen versuche ich immer, kleinen Kindern etwas zu geben, das sie sagen können. The child who wants the toy but doesn't have it needs to learn how to ask for it. Das Kind, das das Spielzeug nicht hat, aber es gerne haben möchte, muss lernen, darum zu bitten. And I encourage them to say, when you're finished with the ball, may I have it? Und ich ermutige das Kind dann immer zu sagen, wenn du mit dem Ball fertig gespielt hast, darf ich ihn dann haben? Then I have to work with the other child to be able to say yes. Und dann muss ich mit dem anderen Kind arbeiten, damit es Ja sagen kann dazu. And I have to spend some time explaining to that child, when they don't want it anymore, would it be okay for the other person to have it? Dann muss ich dem anderen Kind erklären, wenn das Kind den Ball nicht mehr möchte, ist es dann okay, wenn das andere Kind den Ball bekommt? So when they ask, when you're finished, can I use your ball? Wenn also die Frage kommt, wenn du fertig bist mit dem Ball, darf ich ihn dann haben? The person that has the ball can naturally say yes. Dass das Kind mit dem Ball dann natürlich auch sagen kann, ja. Then you have to watch when the child with the ball puts it down. Dann muss man beobachten, wann das Kind, das den Ball hat, den Ball weglegt. And you have to have them remember that they promised it to the other child. Dann muss man sie daran erinnern, dass dieser Ball schon dem anderen Kind versprochen ist. And then you help them give the ball away because they're finished with it. Dann kann man den Kindern helfen, den Ball wegzulegen, weil sie ihn nicht mehr brauchen. And then you help the other child say thank you. Und dann hilft man dem anderen Kind Danke zu sagen. It sounds a lot easier than it is. Es hört sich viel leichter an, als es ist. But if you force a child to share, you're going to get the child being much more selfish than they would if they choose to share. Aber wenn man ein Kind zum Teilen zwingt, dann führt es dazu, dass das Kind nur noch viel selbstsüchtiger wird, als es normalerweise wäre. So I often encourage parents to have a couple toys that belong to them. Deswegen ermutige ich Eltern immer wieder, dass sie einige Spielsachen haben, die ihnen gehören. So when a little friend comes to visit your child, Wenn also euer Kind von einem kleinen Freund
Besuch bekommt and they both want the toy, und beide ein bestimmtes Spielzeug wollen, you can say, and to help your child be willing to share his toy, dann kann man sagen, damit man dem Kind hilft, sein Spielzeug bereitwillig zu teilen, Johnny is holding the toy right now. kann man sagen, Johnny hält das Spielzeug im Moment gerade, The ball belongs to Johnny, der Ball gehört Johnny and he can choose who to share with. und er kann sich aussuchen, mit wem er den Ball teilen will. But it's so much fun to share. Aber macht so viel Spaß zu teilen. And I have a ball in my box that I own. Und ich habe auch einen Ball, der ist da in der Schachtel und der gehört mir. And I love to share. Und ich teile so gerne. You can have my ball. Ihr könntet meinen Ball haben. Now, guess what ball Johnny wants. Jetzt ratet mal, welchen Ball Johnny möchte. And you have just switched the whole situation. Und ihr habt gerade die ganze Situation umgedreht. The friend is now holding the ball that I gave to the friend. Der Freund hat jetzt den Ball, den ich ihm gegeben habe. And that's basically the way you teach sharing when the children are very young. Und so vermittelt man den Kindern, dass sie teilen können, wenn sie noch recht klein sind. But there are many, many other ways that we can look at differences in personality and behavior. Es gibt noch viele andere Arten, wie wir Verschiedenheiten im Verhalten und in der Persönlichkeit betrachten können. Probably the oldest is based on Hippocrates with the body fluids. Die älteste dieser Möglichkeiten beruht wahrscheinlich auf Hippokrates mit seinen Körpersäften. And you probably all memorized these in some class that you took Und in ihr habt psychology. wahrscheinlich alle, die ihr Psychologie irgendwie belegt habt, das einmal im Unterricht gelernt. There's the sanguine personality. Da gibt es zum Beispiel den Sanguiniker. How many of you are impulsive and happy and forgetful and like friends and have kind of been tagged a sanguine? Wer von euch ist immer fröhlich, vergisst leicht, hat gern mit Freunden zu tun und hat so Now you- das Etikett Sanguiniker? Look around if you want a good friend Schaut euch and mal want to have fun. Wenn ihr einen guten Freund braucht Somebody und who's Spaß the life haben, of the party. jemand, der eine Party lebendig macht, You want to get acquainted with these people. dann lernt diese Leute kennen. But chances are they have no idea where they put the keys. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie oft nicht wissen, wo sie den Schlüssel gelassen haben. They totally forgot their doctor's appointment. Sie haben einen Termin beim Arzt völlig vergessen. They know they wrote it down someplace, but they can't remember where. Sie wissen genau, dass sie sich das irgendwo aufgeschrieben haben, aber sie können sich nicht mehr erinnern, wo das ist. And that's a typical sanguine. Das ist so ein typischer Sanguiniker. My sister is sure that I am very sanguine. Meine Schwester ist sich ganz sicher, dass ich sehr sanguinisch bin. I have no idea where the keys to my apartment is. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel zu meiner Wohnung ist. But thank goodness I brought her along. Zu meinem Zimmer. Aber Gott sei Dank habe ich ja meine Schwester mitgebracht. The next personality we call the phlegmatic personality. Die nächste Persönlichkeit ist der Phlegmatiker. This is the person who is more peaceful and loves peace in their lives. Diese Persönlichkeit ist mehr friedvoller und liebt den Frieden im Leben. They do not like conflict. Diese Leute mögen Konflikte gar nicht gern. They enjoy working with others, but they do not like to work with cholerics. Sie arbeiten gern mit anderen zusammen, außer mit Cholerikern, Because they like to go at their own pace. weil sie gerne so in ihrer eigenen Geschwindigkeit They Dinge don't tun. want to be pushed. Sie lassen sich nicht gern drängen. Now, the choleric personality has an agenda. Der Choleriker, der weiß genau, was er will. They like to get things done. Und sie wollen gern Dinge fertig kriegen.
Let me give you an example of a dad and a son. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem Vater und seinem Sohn. Choleric dad comes home from work. Ein cholerischer Vater kommt von der Arbeit nach Hause. Kevin, he says to his phlegmatic son, Und er sagt zu seinem phlegmatischen Sohn, Kevin, have you fed the dogs yet? hast du schon die Hunde gefüttert? Oh no, Dad, I forgot all about it. Oh nein, Papa, ich hab's ganz vergessen. Now there is phlegmatic son lying on the sofa watching a television program. Da ist also der phlegmatische Sohn, der liegt auf dem Sofa und schaut sich was im A Fernsehen an. very important television program. Eine ganz wichtige Sendung im It Fernsehen. comes on at 4 o'clock every afternoon. Jeden Nachmittag um 4, Gilligan's Island. Gilligan's Island. Have you ever watched that old television program? Habt ihr diese Sendung schon einmal gesehen? Yes, yes, yes. Leave it to a sanguine to enjoy Das life. ist typisch sanguinisch. Enjoy Der freut sich am the Leben. crazy things that Die happen on the verrückten television Dinge, show. die im Fernsehen passieren. Kevin, phlegmatic, says, "Oh, Dad, I'm so sorry I forgot to feed the dogs." Der Phlegmatiker Kevin sagt also, oh Papa, es tut mir leid, dass ich vergessen habe, die Hunde zu füttern. As soon as the commercial comes on, I will get up and feed the dogs. Und gleich, wenn die Werbung anfängt, stehe ich auf und werde die Hunde füttern. But he doesn't mean it. Aber er meint es natürlich nicht so. All he wants is peace. Alles, was ihm jetzt wichtig ist, ist, dass er seine Ruhe hat. No conflict. Keine Konflikte. Because the most exciting part of Gilligan's Island is the commercial. Denn das Spannendste an Gilligan's Island ist natürlich die Werbung. So Dad has to say to him again, this choleric dad who needs to get things finished and has an agenda, Deshalb muss der cholerische Vater, der gerne Dinge geschafft bekommt und genau weiß, was zu tun ist, muss noch einmal sagen, Kevin, have you fed the dogs yet? Kevin, hast du schon die Hunde gefüttert? Dad, I'm so sorry I forgot to do it during the commercial. Oh Papa, es tut mir so leid, dass ich das auch während der Werbung vergessen habe. And that's the way the evening starts. Und so fängt der Abend an. How do you deal with a kid who is not motivated to get things done? Wie geht man mit einem Kind um, das nicht motiviert ist, Dinge zu schaffen? And how do kids who may be more phlegmatic deal with a dad who is constantly on their case? Und wie gehen Kinder, die eher phlegmatisch veranlagt sind, mit einem Vater um, der ständig ihnen etwas zu tun gibt? Oh, and I haven't even started talking about the melancholy parent or the melancholy kid. Und ich habe noch nicht einmal angefangen, über das melancholische Kind oder den melancholischen Eltern zu sprechen. These are very, very organized people. Diese Leute sind sehr gut organisiert. They have to do this before they do that, before they do this, before they do that. Sie haben immer alles in einer ganz bestimmten Reihenfolge zu tun, eins nach dem anderen. And the interesting thing is, they make great accountants. Und das Interessante ist, dass sie sehr gute Buchhalter sind. They can work and work and work until everything fits together. Sie können stundenlang daran arbeiten, bis alles zusammenpasst. But it drives a sanguine wife crazy. Aber eine sanguinische Ehefrau wird derweil verrückt. Oh, let's just go out and have a good time tonight. Oh, lass uns heute Abend fortgehen und Spaß haben. Oh, but I have a list of all the things that I have to do. Aber ich habe da doch diese Liste von all den Dingen, die ich noch zu tun habe. So you see, people are different, Ihr seht also, die Leute sind verschieden. and it's not always easy putting these two things together. Und es ist nicht immer leicht, diese Dinge zusammenzubekommen. Very close to this way of analyzing people
is another way of analyzing Es gibt people. noch eine andere Art, Menschen zu analysieren, die dieser Art sehr ähnlich ist. This came out about 20 years ago, a new way of looking at these behaviors. Das ist ungefähr vor 20 Jahren entdeckt worden, eine ganz neue Art, Verhalten zu sehen. Catherine Benzinger was the one who came up with brain lead personality styles. Und zwar war das eine Catherine Benzinger, die Persönlichkeitstypen vom Gehirn her eingeteilt hat. And now what you're going to do is draw a great big circle on your paper. Und jetzt könnt ihr auf eurem Blatt Papier einen großen Kreis zeichnen. And then we're going to put a line right down the middle Und dann genau in der Mitte eine Linie herunterziehen and another line across the page. und dann auch nochmal waagerecht in der Mitte einen Strich, eine Linie ziehen. And she suggests the way our right and left brain function is different. Und sie hat entdeckt, dass unsere rechte und unsere linke Gehirnhälfte unterschiedlich funktionieren. Now, you already know that those people who are right-brained are more creative, more artistic. Ihr wisst wahrscheinlich schon, dass die Leute, die mehr von der rechten Gehirnhälfte gesteuert sind, mehr kreativer sind und künstlerischer veranlagt. They're more creatively expressive. Sie drücken sich kreativer aus. And those who are left-brained are more analytical. Und diejenigen, die mehr von ihrer linken Gehirnhälfte gesteuert werden, sind mehr analytisch veranlagt. But she has broken them to not just right-brained and left-brained, Aber diese Catherine Benzinger hat es nicht nur in die rechte und die linke Gehirnhälfte eingeteilt, but into 4 categories. sondern hat 4 Kategorien daraus gemacht. Just for fun, how many are more creative, artistic than analytic? Mich würde mal nur interessieren, wer sind die kreativen, künstlerisch Let's see your Begabten right-brained people here. diejenigen, die eher da die rechte Gehirnhälfte dominant haben. Wer Okay. gehört dazu? We have a couple men, Da sind auch but einige Männer dabei, mostly women. aber vor allem Frauen. And that's often why we say Und deshalb sagt man oft, that men and women think differently. dass Männer und Frauen unterschiedlich denken. Men think and notice things as if it's a laser beam. Männer denken an Dinge und ihnen fallen Dinge auf wie mit einem Laserstrahl. They see something and they zero in on something. Also sie können gleich sich auf eine Dinge konzentrieren und etwas Enges im Fokus haben. Women are more like radar. Frauen sind da eher wie ein Radar. They can see a number of things happening all at the same time. Sie können gleichzeitig sehr viele verschiedene Dinge wahrnehmen, die geschehen. But you know what? It's because your brains are different. Aber das liegt daran, dass unsere Gehirne unterschiedlich sind. By 6 weeks of age, you can't tell a male baby brain or a female baby brain. Now that's 6 weeks in utero. Nach 6 Wochen lässt sich schon erkennen, ob ein Gehirn männlich oder weiblich ist. Und zwar schon nach der 6. Schwangerschaftswoche. But something happens after 6 weeks in utero. Aber in der Schwangerschaft geschieht etwas nach 6 Wochen. And a testosterone washes over the brains of these little teeny tiny babies. Und dann wird Testosteron ausgeschwemmt über diese kleinen, winzig kleinen Babys, who are male. die männlich sind. And it cuts
the connection between the right brain and the left brain. Und dadurch wird die Verbindung zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte getrennt. So as little boys grow up, they Also- have more difficulty going from the left brain to the right brain. Also Burschen, die aufwachsen, haben oft größere Schwierigkeiten, von der linken Gehirnhälfte zur rechten rüber zu gehen. That's why when they grow up and marry you women, Deshalb, that's when they grow up, they think differently than their wives. deshalb denken sie auch anders als ihre Frauen, wenn sie erwachsen werden und heiraten. They cannot go from left brain to right brain quite as easily. Sie können nicht so leicht von der linken Gehirnhälfte zur rechten rübergehen. And so their thinking is more laser beam, Sie denken also mehr wie ein Laserstrahl ausgerichtet. where their wives can more easily go from right brain thinking to left brain thinking. Während die Frauen leichter von der rechten Hirnhälfte zur linken rübergehen können. And they can be talking on the telephone Sie können telefonieren and at the same time writing down the list of things that they need to get when they go shopping. und gleichzeitig eine Einkaufsliste schreiben. They can notice that the cat needs to be let out, the door opened for the cat. Ihnen fällt auf, dass die Katze raus will, dass man die Tür aufmachen muss. And so here is your wife talking on the phone, Da habt ihr also eure Frau, die spricht am Telefon. writing down Und schreibt- what she needs, Derweil schreibt sie die Einkaufsliste and she's motioning to the kids und bedeutet den Kindern, to open the door and let the cat out. dass sie doch bitte die Tür aufmachen sollen, damit die Katze raus kann. Now that just comes naturally to her, Für eine Frau ist das ganz natürlich, but for most men it does not. aber für die meisten Männer nicht. Now we laugh at that because of our differences, Wir lachen darüber, weil wir verschieden sind. but let me tell you, little boys who are right-brained naturally have a real tough time in class. Aber lasst mich euch sagen, kleine Burschen, die von Natur aus eher von der rechten Gehirnhälfte gesteuert werden, haben in der Schule eine sehr schwierige Zeit. Here's their teacher. Da haben wir den Lehrer. She can easily go from didactic mathematic problems Die Lehrerin kann sehr leicht von mathematischen Aufgaben to creative drama presentations. übergehen zu ganz kreativen Präsentationen im Schauspiel zum Beispiel. Back to the memorization of a Bible text. Und dann wieder zurück, wo ein Bibelvers auswendig gelernt And wird. then to creative drawing. Und dann wieder zur kreativen Unterricht im Zeichnen. And then to printing the alphabet. Und dann wird wieder das Alphabet gezeichnet oder geschrieben. Little girls can follow that teacher very easily. Back and forth, right brain, left brain, right brain, left brain. Und die kleinen Mädchen, die können das mit der Lehrerin leicht mitmachen. Linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte, links, rechts. And little boys, it's torture. Für kleine Burschen ist das eine Tortur. We wonder why we have more behavior problems in the second, third, and fourth grades. Und wir wundern uns manchmal, warum wir so viel auffälliges Verhalten haben in der 2., 3. und 4. Klasse With our little boys. bei den kleinen Burschen. They might have made it through kindergarten, okay? Sie sind durch den Kindergarten vielleicht ganz gut durchgekommen, And maybe first and maybe second grade. vielleicht auch noch durch die 1. Klasse und vielleicht noch durch die 2. But they hit third grade, and generally you get some behavior problems from little boys who are right-brained. Aber spätestens in der 3. Klasse bekommt man dann Probleme mit Burschen, die von der rechten Gehirnhälfte gesteuert They werden. just cannot as easily move from the right brain to the left brain
activities that we push on little boys early. Sie können einfach nicht so leicht von der rechten Gehirnhälfte auf die linke wechseln, wie wir das von den Kindern erwarten, von den Burschen auch. Boys already have a handicap at 5 years of age. Die Burschen haben schon im Alter von 5 Jahren ein Handicap. Because little girls just mature faster in terms of brain development. Weil die Mädchen einfach viel schneller sich entwickeln von der Entwicklung ihres Gehirns her. And little boys can be, in terms of brain development and body development, 6 months behind little girls at 5 and 6 years of age. Und im Alter von 5 Jahren und 6 Jahren können Burschen der Entwicklung, der Gehirnentwicklung von Mädchen bis zu 6 Monaten hinterherhinken. And yet we put them all in the same classroom. Und trotzdem geben wir sie alle ins gleiche Klassenzimmer. And we figure they're all the same. Und wir gehen einfach davon aus, dass sie alle gleich sind. So we start them in reading, Wir fangen mit allen gleich an zu lesen. and the little boys are going, I'm lost. Und die kleinen Burschen sagen sich, hier bin ich ja völlig verloren. What they need is a lot of activity, Sie brauchen sehr viel Bewegung, a lot of creative experiences. sehr viele kreative Erfahrungen. They need a lot of fun in the classroom if they're right-brained. Wenn sie von der rechten Hirnhälfte gesteuert werden, brauchen sie sehr viel Spaß im Klassenzimmer. And they get a teacher who's all left-brained and all business. Und dann haben sie einen Lehrer, der ganz vom linken Gehirn gesteuert wird und bei dem es immer um die Aufgaben geht. And we wonder why these little boys are failing at 6th grade or 7th grade. Und dann wundern wir uns, warum diese Burschen in der 6. oder 7. Klasse dann versagen. And if we just give them a little leeway and some more creativity, Und wenn wir ihnen einfach die Zügel ein bisschen lockerer lassen und sie mehr mit Kreativität versorgen, we might be very surprised that they end up being valedictorian of their class when they graduate from, we call it high school. und wir wundern uns dann vielleicht, dass sie am Ende der High School mit großem Erfolg abschließen. We cannot teach all children the same way. Wir können unsere Kinder nicht alle gleich unterrichten. Some children need to just run around the school building about every 15 or 20 minutes. Manche Kinder müssen einfach alle ungefähr 15 bis 20 Minuten einmal um die Schule laufen. They can handle 15 minutes of this left brain stuff, Sie können 15 Minuten von diesem ganzen Zeugs aus der linken Gehirnhälfte halbwegs ertragen. but if you have a school calendar or a time schedule that says they have to spend a half an hour in this left brain stuff, Aber wenn es einen Stundenplan gibt, der vorschreibt, dass man eine halbe Stunde in diesem linkshirnigen Material bleiben muss, they become behavior problems. da werden sich dann Verhaltensschwierigkeiten äußern. It's just the way God made them. Und das ist gerade so, wie sie von Gott erschaffen wurden. Some of us are right-brained and some of us are left-brained. Einige von uns sind mehr von der rechten Gehirnhälfte gesteuert und andere mehr von der linken. And it's really tough, especially for right-brained boys. Das ist ganz schön hart, ganz besonders für Burschen, die von der rechten Gehirnhälfte gesteuert Okay, werden. now we're back to our great big circle Jetzt sind wir also wieder bei unserem großen Kreis with the big cross in the middle. mit dem großen Kreuz in der Mitte. And we're talking about Catherine Benzinger's enlarging of the right brain, left brain concept. Und wir sprechen von dem Konzept, das Catherine Benzinger noch erweitert hat. Dieses von rechte Gehirnhälfte, linke Gehirnhälfte, das von der Catherine Benzinger erweitert wurde. Let's take the right side first, the right brain. Nehmen wir zuerst die rechte Gehirnhälfte. She says there's a frontal right Sie sagt, and a basal right, top right, bottom right. sie sagt, da gibt es auf der rechten Hälfte einen oberen Teil und einen unteren Teil. And she suggests
that it's the top right who are children who are the most creative and expressive. Und sie sagt, es ist die obere rechte Hälfte, die Kinder sind, die am kreativsten sind und sich am ehesten kreativ ausdrücken. They're the most creatively artistic. Die sind künstlerisch und kreativ am meisten. They have the biggest imagination. Sie haben die größte Fantasie. Now, the lower or the basal right, we have some different characteristics, but it's still on the right side of the brain. Auf der unteren Hälfte haben wir andere Eigenschaften, aber wir sind immer noch auf der rechten Seite vom Gehirn. She says these are the children that are more relationally oriented, the most friendly. Sie sagt, das sind die Kinder, die mehr beziehungsorientiert sind. Das sind die freundlichsten Kinder. They make good friends. Das sind gute Freunde. They enjoy the harmony between people. Sie freuen sich, wenn zwischen den Menschen Harmonie herrscht. And because they are interested in making friends, they do very well socially in the classroom. Und weil sie Interesse daran haben, Freunde zu gewinnen, geht es ihnen sozial gesehen in der Klasse sehr gut. But they don't always do well with left brain activities. Aber es geht ihnen oft nicht sehr gut, wenn es um Aktivitäten geht, für die man mehr die linke Gehirnhälfte braucht. Now, as we go around the circle, the next quadrant is what we call the lower part of the left brain. Wenn wir jetzt also an diesem großen Kreis einfach weitergehen, dann kommen wir zu dem Viertel, wo wir unten sind auf der linken Gehirnhälfte. These are children who love order and routines and easily fall into habit patterns. Das sind Kinder, die gerne Ordnung haben, die gerne Routine haben und die leicht Gewohnheiten entwickeln. And then for the frontal left, the top part, we have different characteristics. Und der obere Teil auf der linken Gehirnhälfte, da haben wir wieder andere Merkmale. These are kids who love to prioritize things. Das sind Kinder, die sehr gerne Dinge nach Prioritäten einteilen. They love logic Die haben gerne and Logik, mathematics. Mathematik They love projects. und sie lieben Projekte. So, if you're going to try to motivate children, Wenn ihr also gerne Kinder motivieren möchtet, you motivate them depending upon where they fall in the right brain, left brain. dann motiviert ihr sie am besten, je nachdem, in welche dieser Kategorien sie einzuordnen sind. Linke Gehirnhälfte oder rechte Gehirnhälfte. Have you ever heard of giving points to children, and when they add up certain number of points, they get a reward? Habt ihr schon mal davon gehört, dass man Kindern Punkte gibt für bestimmtes Verhalten und wenn sie eine gewisse Anzahl von Punkten beieinander haben, bekommen sie eine Belohnung? You wonder why some children love the point system and some children don't. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum es Kinder gibt, die dieses Punktesystem lieben und andere, die damit gar nichts anfangen können. Chances are kids who love the point system are left-brained, Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Kinder, die so ein Punktesystem sehr gerne haben, and eher are von der more linken Gehirnhälfte gesteuert sind. lower left brain. Und zwar die untere Hälfte vom Gehirn. The accountant personality. Das ist die Buchhaltermentalität. But if you want to motivate a right-brained kid, Wenn wir ein Kind motivieren wollen, das von der rechten Gehirnhälfte gesteuert wird, if it's the top part of the right brain, wenn es zum oberen Teil der rechten Gehirnhälfte gehört, just give them something creative. If you do this, you can draw a picture.
dann gebt ihnen einfach irgendetwas Kreatives. Wenn du das tust, dann darfst du ein Bild zeichnen. And they're motivated to do it because they get to do something creative at the end. Und dann sind sie motiviert, dies oder das zu tun, weil sie am Ende kreativ sein dürfen. But the children in the basal part of the right brain, Aber die Kinder, die auf der rechten Gehirnhälfte eher im unteren Bereich sind, they may be motivated by doing some creative artwork. die lassen sich vielleicht davon motivieren, dass sie dann hinterher etwas Kreatives machen dürfen. But you tell these kids when they finish a project, they can go play with their friends. Aber wenn man diesen Kindern sagt, wenn sie mit dem Projekt am Ende sind, dann können sie mit ihren Freunden spielen gehen, Suddenly they're highly motivated because they love relationships. dann sind sie plötzlich hochmotiviert, weil ihnen so viel an den Beziehungen They liegt. love having friends. Sie lieben es, Freunde zu haben. Now, if you want to have a child really enjoy left brain experience, the upper left brain, Wenn es uns daran liegt, dass ein Kind Erfahrungen im oberen Bereich der linken Gehirnhälfte wirklich gern hat, these kids love to be given a project that Dann they can figure out and put together. dann brauchen diese Kinder ein Projekt, über das sie sich Gedanken machen kann und das sie durchführen können. So, if you have the model of the right brain, left brain, Wenn wir also hier dieses Modell haben, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, right frontal, a creative project. oben rechts, da muss es ein kreatives Projekt sein. Right basal, friends. Auf der rechten Seite unterhalb, da geht es um Freunde. Left basal, Links unterhalb, points, da geht es um Punkte. stars on their paper. Sternchen auf dem Papier, im Heft. Motivating for the left brain frontal lobe. Und die Motivation für die linke Gehirnhälfte im oberen Bereich, Projects. das sind Projekte. It's very interesting once you figure this out, how true this and how helpful it can be in your classroom. Und es ist sehr interessant, wenn man mal das herausgefunden hat, wie sehr das im Unterricht helfen kann. But I want to take you one step further. Aber ich möchte euch gerne noch einen Schritt weiterführen. The Bible has a different way of looking at children. Die Bibel hat noch eine ganz andere Art, Kinder anzuschauen. You've heard of spiritual gifts. Wir haben ja schon von den geistlichen Gaben gehört. When are children given their spiritual gifts? Wann bekommen Kinder ihre geistlichen Gaben? Sometimes it's fun to take something like Romans 12, where it lists 7 spiritual gifts, Manchmal macht es Spaß, wenn man sich einen Bibelvers nimmt, wie Römer 12 zum Beispiel, wo geistliche Gaben and aufgelistet actually werden, apply it to your family. und sie auf die Familie anzuwenden. God doesn't give all of the people in one church the gift of leadership. Gott gibt nicht allen Gemeindegliedern in einer Gemeinde die Gabe des Leitens. Or all the gifts in the church, the gift, or all the people in the church, the gift of mercy. Und auch nicht allen Gliedern in der Gemeinde die Gabe der Barmherzigkeit. The gifts are spread around in the churches. In einer Gemeinde sind die Gaben verteilt. Here are 7 spiritual gifts in Romans 12, 6 to 8. Und hier sind 8 geistliche Gaben aus Römer 12, 6 bis 8. And as I read and talk about each spiritual gift, think about your family. Und wenn ich die jetzt vorlese und über jede geistliche Gabe etwas sage, dann denkt mal an eure Familie. The first is the gift of prophecy. Die erste Gabe ist die prophetische Rede. And you say, my family has a prophet? Und da mögt ihr vielleicht sagen, in meiner Familie gibt es einen Propheten. Well, have you ever heard somebody in your family say, you know, if you do this, that's going to happen? Habt ihr schon mal gehört, dass es in eurer Familie jemand gesagt hat, wenn du das tust, dann passiert das? They can look forward and tell what's going to happen.
in certain situations. Sie können weit blicken, sie sind weitblickend und vorausschauend und können sehen, was in manchen Situationen passiert. You might say they have the gift of prophecy. Man könnte sagen, sie haben die Gabe der Prophetie. Then there's the gift of serving. Dann gibt es die Gabe des Dienens. Always liking to help somebody out. Jemand, dem es immer sehr viel Freude macht, jemand anderem zu helfen. They enjoy just helping you clean up the house. I know there are not very many of kids like this, but there are some. Das sind Kinder, denen es immer Freude macht zu helfen. Die helfen gern beim Saubermachen, wenn man das Haus putzt. Ich weiß, davon gibt es nicht sehr viele Kinder, aber es gibt schon einige. Then there's the gift of teaching. Dann haben wir die Gabe des Lehrens. And you say, I'm not sure my kids have the gift of teaching. Und ihr mögt sagen, ich glaube nicht, dass meine Kinder die Gabe des Lehrens haben. But we saw this gift in Kevin very early. Wir haben diese Gabe in unserem Kevin schon sehr früh entdeckt. My husband and a friend of his always took their wives out for Valentine's Day. Mein Mann und einer seiner Freunde haben ihre Frauen immer zum Valentinstag eingeladen auszugehen. And these men always bought us a beautiful corsage to wear. Und diese Männer haben uns immer auch eine sehr, The flowers. wir haben uns immer ein sehr nettes Blumengesteck zum Anstecken dazu gekauft. I loved getting flowers that I could wear to church the next Sabbath. Und mir hat es immer besonders gut gefallen, dass ich auch so dieses Blumengesteck am nächsten Sabbat zur Gemeinde noch anziehen But konnte. one year, Valentine's Day fell on Tuesday. Aber in einem Jahr ist der Valentinstag auf einem Dienstag gelegen. And I knew if my husband got me flowers to go out on Tuesday night, Und ich wusste schon, wenn mein Mann mir Blumen kauft für Dienstagabend, they would never last for Sabbath. dann würden die sich einfach nicht bis Sabbat halten. So my husband says to me, honey, what are you going to be wearing Tuesday night when we go out to dinner? Und mein Mann hat mich gefragt, Schatz, was hast du denn vor anzuziehen am Dienstagabend, wenn wir zum Essen gehen? And I said, sweetheart, you don't have to get me a corsage this year. Und ich habe ihm gesagt, Schatz, du musst mir dieses Jahr kein Blumengesteck kaufen. If you buy it for Sabbath, it won't last until Tuesday night. Wenn du es für den Sabbat schon kaufst, dann hält es sich nicht bis Dienstagabend. And if you get it for Tuesday, it won't last till the next Sabbath. Und wenn du es für Dienstag kaufst, dann hält es sich nicht bis zum nächsten Sabbat. So you don't have to get me flowers this year. Und dieses Jahr brauchst du mir keine Blumen zu kaufen. And he said, well, honey, just tell me, what are you going to be wearing Tuesday night? Und er hat gesagt, na Schatz, sag mir einfach, was du vorhast, am Dienstagabend anzuziehen. I said, sweetheart, I don't need flowers. Und ich habe ihm gesagt, Liebling, ich brauche keine Blumen. Now, Kevin was standing kind of in the background. Und der Kevin stand so ein bisschen im Hintergrund. And at this moment, he stood up. Und in diesem Augenblick stand er auf. He came over to where Daddy and I were having this discussion. Und er kam zu uns herüber, wo wir diese Diskussion hatten. And he says, Mommy, that is no way to treat a man. Und dann hat er mir gesagt, Mama, so behandelt man einen Mann nicht. If a man wants to buy you flowers, you say, thank you. Wenn ein Mann dir Blumen kaufen möchte, dann sagst du, danke. And that will make him feel good. Und dann fühlt er sich gut. Kevin taught me something at that moment In diesem Augenblick hat der Kevin mich etwas gelehrt. that I should have known. Etwas, das ich hätte wissen sollen. He had the gift of teaching. Er hatte die Gabe des Lehrens. The next one is encouragement. Die nächste Gabe ist Ermahnen und Trösten oder Ermutigen. Some people are just naturally encouraging to others. Bei manchen Leuten ist es einfach etwas ganz Natürliches, dass sie andere ermutigen. Then there's the gift of giving. Dann ist da die Gabe des Gebens.
I love to give things away, Ich gebe sehr gerne Dinge weiter. but I would always give the oranges on our tree to whoever came to visit us. Ich habe immer die Orangen von unserem Baum den Leuten gegeben, die uns zu Besuch kamen. And not everyone in our family thought I should be giving all of our oranges away. Und nicht alle in unserer Familie waren der Meinung, dass ich alle unsere Orangen verschenken sollte. Then there's the gift of leadership or administration. Dann haben wir die Gabe der Leitung oder der Administration. My oldest daughter had the gift of administration. Meine älteste Tochter hat diese Gabe. At breakfast time, she would say something like this to me. Und zum Frühstück hat sie sowas zu mir gesagt, zum Beispiel. Now, you know, Mom, you need to come earlier to pick me up from school today Mama, du weißt dass du mich heute früher von der Schule abholen musst, because today is my music lesson. weil ich heute noch Musikunterricht habe. And be sure also to pick up the dry cleaning that you took in yesterday. Und bitte denk auch dran, die Sachen von der Reinigung zu holen, die du gestern hingebracht hast. Because Kevin's going to need his shirt for the choir that's going to be singing tomorrow night. Weil Kevin das Hemd braucht für den Chor, der morgen Abend singt. And I'm thinking as a mother, Und als Mutter denke ich mir, I'm the mother in this household. ich bin hier die Mutter in dieser You Familie. don't have to tell me what to do. Du musst mir doch nicht sagen, was ich zu tun habe. But she was just organized. Aber sie war einfach gut organisiert. She was the administrator of the family. Sie war die Administratorin der Made sure Familie. we did what we needed to do at the right times. Hat sich immer darum gekümmert, dass wir zur rechten Zeit die Dinge getan haben, die zu tun waren. I should have said to her, Kim, thanks so much for being so organized. Und ich hätte ihr einfach sagen sollen, Kim, danke, dass du so gut organisiert bist. God is going to use that gift of administration someday. Und Gott wird eines Tages diese Gabe der Administration gebrauchen. Because indeed he did. Und das hat er auch wirklich getan. She went on to college, Sie ist aufs College gegangen and in her senior year, she was student body president. und als sie dann schon fortgeschritten war in ihrem Studium, da war sie die Vorsitzende von der Studentenschaft. It just came natural to her. Das war ihr einfach ganz natürlich. Now, it's interesting the spiritual gift that the ice cream in the ice cream sandwich got. You heard that illustration last time. Okay, that's my middle child. Es ist sehr interessant, welche geistliche Gabe mein mittleres Kind hatte, um bei der Veranschaulichung von gestern Abend zu bleiben, die Eiscremeschicht zwischen den beiden Waffeln im Sandwich-Eis. Kari just naturally had the spiritual gift of mercy. Kari hatte einfach ganz natürlich die geistliche Gabe der Barmherzigkeit. She would go jogging when she was at Andrews University. Als sie auf der Andrews University war, ist sie joggen gegangen. And she would always stop at a little house that had a beautiful garden. Sie hat immer angehalten bei einem kleinen Haus mit einem schönen Garten. And there was a man that came out sometimes and talked to her. Und manchmal ist da ein Mann rausgekommen und hat sich mit ihr unterhalten. And in the course of Kari jogging up that way a lot, she learned the family history. Und Kari, die da immer wieder entlang gelaufen ist, hat immer mehr von der Familiengeschichte erfahren. His wife had died 6 months before. Die Frau von diesem Mann war 6 Monate zuvor verstorben. And so every day when she would jog up that way, very often the older man would come out and talk to her. Und so passierte es sehr oft, dass wenn sie so an diesem Haus entlang joggte, dass der Mann herausgekommen ist und sie sich unterhalten haben. And she spent time talking with him and encouraging him. Sie hat sehr viel Zeit damit verbracht, mit diesem Mann zu reden und ihn zu ermutigen. And I thought, wow, she has the gift of mercy. Und ich habe mir gedacht, wow, sie hat die Gabe der Barmherzigkeit. But people don't look at the spiritual gifts as the same value.
Aber die Leute betrachten ihre geistlichen Gaben nicht immer, als hätten sie alle den gleichen Wert. People come up to me and say, wow, Kim's amazing. Here she is, the student body president. Und die Leute kommen immer wieder zu mir und sagen, wow, die Kim ist ja wirklich super. Jetzt ist sie schon die Vorsitzende von der Studentenschaft. And yes, I was tempted to say, yes, that's her spiritual gift. Und ich- God is using her. Und ich war schon versucht zu sagen, ja, das ist ihre geistliche Gabe und Gott gebraucht sie. But my Kari has the spiritual gift of mercy. Aber meine Kari hat die geistliche Gabe der Barmherzigkeit. And she makes friends with the older people that she jogs past in past their homes. Und sie schließt Freundschaft mit den älteren Menschen, an deren Häusern sie vorbeijoggt. And she takes time with them and listens to them. Und sie nimmt sich Zeit für sie und hört ihnen zu. But people don't value mercy as they do administration. Aber die Menschen schätzen Barmherzigkeit nicht so, wie sie die Gabe des All of your Leidens children are schätzen. different. Alle Kinder sind verschieden. Enjoy each for the person they are. Freut euch an jedem eurer Kinder für die Persönlichkeit, an der Persönlichkeit, die sie haben. And remember, God has made each special. Und vergesst nicht, dass Gott jedes Kind ganz besonders gemacht hat. And now it's time for questions. Und jetzt ist es Zeit, dass wir Fragen stellen können. Thema zu stellen, also was wir bis jetzt hatten. Wenn ein Thema noch zukünftig ist, dann stellt die Frage vielleicht am Sonntag hinten dran. Ich habe vorher noch ein paar andere kurze Informationen. Die Wiki hat wieder Wunder vollbracht und es ist möglich, wer schon zahlen möchte, also die Selbstzahler, die dürfen auch gerne im Anschluss jetzt dann zur Wiki gehen und können schon gleich mit ihr das abrechnen, dann haben wir das hinter sich. Das ist also jetzt schon möglich. In der Zwischenzeit habe ich da auch noch was. Wir sind gerade im Umzug und da fallen einem manchmal Dinge in die Hände. Das ist ein wunderschöner Beutel, den ich jetzt herumgehen lasse und jeder darf sich frei fühlen, da was hereinzulegen. Dann möchte ich an der Stelle euch auch noch hinweisen, damit man das früh genug gehört hat, nächstes Jahr wird es eine ähnliche Veranstaltung geben. Die Information wird dann auch noch an euch herausgehen, um welches Thema es geht, aber ich möchte schon mal den Termin sagen. Nächstes Jahr wird es 31. Oktober bis 3. November sein, damit ihr das schon mal gehört habt. Des Weiteren dann wird der Bogi-Shop heute nach dem Mittagessen für euch offen haben, also 13:30 Uhr bis 15 Uhr. Und wenn ihr auch noch an weiteren Büchern interessiert seid, am Sonntag im ABC von 12 bis 1. Jetzt wäre für euch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wir haben eine Zeit lang. Bitte schön, wer hat eine Frage? Wer möchte etwas fragen? Wie kann man darauf reagieren, wenn ein Kind nicht lernen will? Wenn man in der Schule, in einer Montessori-Schule, freie Wahl der Arbeit hätte, aber ein Kind jegliche Lernmöglichkeit nicht nützen will. What can we do when we have a child that refuses to learn? It's in a Montessori school, and where it could arrange the work for school quite freely, but it rejects and refuses to learn anything. There's probably something that causes the child to feel more comfortable rejecting learning than to try to learn. Es gibt da offensichtlich etwas, das das Kind dazu führt, dass es sich wohler fühlt, wenn es nicht lernt, wenn es die Lerntätigkeit ablehnt, als wenn es lernen würde. It's easier for a child who is afraid of rejection to choose to not do anything where they could be rejected.
Es ist manchmal leichter für ein Kind, das Angst hat, abgelehnt zu werden, etwas gar nicht zu tun, wo es die Befürchtung hat, es könnte abgelehnt werden. It's easier for the child to say, I didn't even try. Es ist für das Kind leichter zu sagen, ich habe es nicht einmal versucht, Than to try and fail. als es zu versuchen und zu versagen. Children who are successful, they're motivated to learn more by being successful. Kinder, die erfolgreich sind, werden dadurch motiviert, dass sie immer weiter Erfolge haben. So I would break down the learning task into very small pieces. Deswegen würde ich mich bemühen, den Lernprozess oder die Aufgabe, was es lernen soll, in sehr kleine Abschnitte herunterzubrechen. And when they have learned that task, Und wenn sie eine dieser kleinen Aufgaben gelernt haben, celebrate. dann das groß zu feiern. Most of the children you will not reward until they learn the whole thing. Die meisten Kinder sollte man nicht belohnen, bevor sie nicht das alles gelernt haben. But even a move in the right direction is enough to celebrate. Aber bei einem solchen Kind ist sogar eine Bewegung in die richtige, ein Schritt in die richtige Richtung ein Grund, um zu feiern. Every child is smarter than the child thinks he is. Jedes Kind ist viel schlauer, als es sich selber hält. They just learn differently. Sie lernen einfach nur verschieden. Some children learn better when they jump on a trampoline. Manche Kinder lernen besser, wenn sie auf einem Trampolin hüpfen können. If you're trying to teach them words that are not easy to sound out, Wenn man versucht, ihnen Wörter beizubringen, die sich nicht leicht aussprechen lassen, and you put the words on a sign, und man diese Wörter auf ein Schild schreibt and have the children jumping on the trampoline, und das Kind auf dem Trampolin hochhüpft, and you put the sign up and they're supposed to say the word on the next bounce, und wenn man dann dieses Schild hochhält und bei dem nächsten Sprung soll das Kind das sagen, for some reason that physical activity helps the brain and they can do it easier. dann hilft aus irgendeinem Grund diese körperliche Aktivität dem Gehirn und sie können diese Aufgabe leichter bewältigen. We all know that if we're memorizing something, if we go for a walk, we can memorize it easier. Wir wissen alle, dass wir Dinge leichter auswendig lernen, wenn wir das auf einem Spaziergang machen. Too many of us make the child sit there until they've memorized what they need to memorize. Zu viele von uns machen den Fehler, dass wir ein Kind hinsetzen lassen, bis es etwas auswendig gelernt hat. Rather than getting exercise at the same time they're memorizing. Statt dass sie ihm helfen, sich zu bewegen, während sie etwas auswendig lernen. Our brains are connected to our bodies in such a way that when we get movement going, we think better. Unser Gehirn ist so mit dem Körper verbunden, dass wir besser denken können, wenn wir uns bewegen. So combining that with the importance of rewarding small steps, Also dieser Rat zusammen mit dem Rat, auch kleine Schritte schon zu belohnen, can help children learn. kann Kindern helfen zu lernen. Does that help? Hilft das? I'm sure the rest of you teachers have some good ideas also. Ich bin mir sicher, dass die restlichen Lehrer unter euch auch gute, hilfreiche Hinweise hätten. Dr. Kuzma, I want to say thank you. Oh, Entschuldigung. Darf ich meine Fragen in Englisch stellen? Ist es ein bisschen einfacher für mich? Wenn du deine Frage auf Englisch stellst, dolmetsche ich sie ins Deutsche. Okay, thank you. Thank you for your presentation. I wanted to say, it's not that I took issue with what you said yesterday, but I need a little bit more explanation.
Danke für deine bisherigen Präsentationen. Ich denke, ein Thema, das du gestern gehalten hast, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Erklärungen dazu. Yesterday you were talking about that with the SEA, seek for information, Yes? and that incident with the family where the mother stayed overnight, and when the father kept saying, I'm sorry. Also gestern ging es um diesen Erziehungsstil, wo man mehr Informationen suchen soll, wie man einem Kind hilft, weise moralische Entscheidungen zu treffen. Und da ging es um das Beispiel, wo die Mutter über Nacht weggeblieben ist, weil die Kinder nicht eingesehen haben, dass sie zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein sollen. And the daughters asked, where is mom? And the dad kept saying, I don't know where she is. Und die Töchter haben gefragt, wo ist Mama? Und der Vater hat gesagt, ich weiß nicht, wo sie ist. Now, being in a community where we believe that lying lips are an abomination unto the Lord, how do we explain this to our children after when they did find out that that dad knew exactly where she was? Wie können wir unseren Kindern erklären, dass der Papa wusste, wo sie war und praktisch nicht die Wahrheit gesagt hat? That's why mother did not tell her husband where exactly she was going. Das ist der So they Grund. wouldn't have to lie. Das ist der Grund, warum die Mutter von vornherein dem Vater gar nicht gesagt hat, wo sie hingeht, damit der Vater nicht lügen muss. You have to be absolutely honest with your children. Wir müssen ganz hundertprozentig ehrlich mit unseren Kindern sein. If you're fudging on the truth, they will find you out. Wenn ihr mit der Wahrheit nicht ganz korrekt umgeht, dann finden sie das heraus. And they will copy you. Und das werden sie nachahmen. It's a big temptation for parents when they go to the zoo or an amusement park that has an entrance fee. Das ist eine große Versuchung für Eltern, wenn sie zum Beispiel in einen Zoo gehen oder in einen Freizeitpark, wo man Eintritt bezahlen muss. And it says 12-year-olds adult fee. Und wo es dann heißt, dass man für 12-Jährige bereits den Eintritt für Erwachsene bezahlen muss. But your kid is short for his age. Aber das Kind ist vielleicht recht klein für sein Alter. And he just had his birthday 2 months ago. Und es ist wirklich erst vor 2 Monaten 12 geworden. And I could save $5 if, or I don't know, crowns, whatever, euros, if I said he was 11. Und ich könnte 5 Euro sparen, wenn ich sagen würde, er ist erst 11. Every lie that a parent says registers in the kid's head. Jede Lüge, die ein Elternteil sagt, prägt sich im Kopf, im Denken des Kindes ein. So, be the moral example. Set the moral temperature for your family. Yeah, that's very important. Seid also Thank you. selbst ein moralisches Vorbild und stellt die Temperatur selber ein, regelt die selber in eurer Familie. Yes, in the back. I also say thank you. I've a question regarding, you also spoke about to be democratic in the family. Do you think our Adventist schools should be more democratic as well, like the democratic schools? And I have a second question. It's about making decisions in a democratic way. Yes. Families, and the question, as I understood it, was should we also make more democratic decisions in our Adventist schools? Also die Frage, wenn ich sie akustisch richtig verstanden habe, ist, dass vorgeschlagen wurde, dass man in der Familie demokratisch zu Entscheidungen kommen kann und ob wir auch in unseren adventistischen Schulen mehr demokratische Entscheidungsfindung haben sollten. Yes, and the second part of my question is, what do you think about grades? Oh, and the second part Grades, is what yes. do you think about grading grades in school? Und die zweite Frage ist, was du von Benotung in der Schule hältst. I will be answering the first part of your question. Tonight, I think we're talking about keeping kids in church. Is that tonight? Ja,
Yeah. Also den ersten Teil deiner Frage werde ich heute Abend beantworten. Da wird es darum gehen, wie wir unsere Kinder in der Gemeinde halten können. The number one reason why kids say they're rejecting religion is it's too restrictive. Der wichtigste Grund, warum Kinder Religion ablehnen, ist, dass sie zu einengend ist. More tonight, okay? Mehr darüber heute Abend. Thanks. Now, in terms of the grades, if I would say how many are for grades and how many are against grades, we would probably get about the same on both sides. Wenn ich jetzt fragen würde, wer ist für Noten hier und wer ist gegen Noten, dann würden wir wahrscheinlich ein relativ ausgeglichenes Verhältnis hier finden. Some children love grades Manche Kinder lieben Noten, because they are more, going back to our circle here, they are more on the left brain side, and they are motivated to do better if they don't get the top grade. Also wir kommen wieder zu unserem großen Kreis zurück. Es gibt Kinder, die lieben Noten, weil sie hier auf der linken Hälfte sind, wahrscheinlich auch im linken unteren Hälfte. Und sie motiviert werden, sich mehr anzustrengen, wenn sie nicht ganz so eine gute Note haben. And some children who are more creative are devastated by grades. Und andere Kinder, die mehr kreativ veranlagt sind, die sind zerstört von Noten. I personally don't enjoy giving people grades Ich persönlich habe keine große Freude damit, Leuten Noten zu geben, unless it is very didactic and exact. außer wenn man es sehr didaktisch machen kann und sehr genau. Because of the person I am, I might give a better grade to a more creative child. Denn so wie ich bin von meiner Persönlichkeit her, könnte ich dann einem kreativen Kind vielleicht eine bessere Note geben. But they didn't name all 5 things that I wanted in the answer. Auch wenn dieses Kind nicht alle 5 Dinge aufgezählt hat, die ich in der Antwort erwartet habe. So many grades do not really reflect what the child knows. In vielen Noten kommt nicht genau zum Ausdruck, was ein Kind wirklich weiß. Some children are just great test takers. Manche Kinder tun sich einfach leicht damit, einen Test zu schreiben. If it's multiple choice, they can figure out which is the best answer. Wenn man Multiple Choice hat, dann kommen sie darauf, was die beste Antwort ist. Their minds just work logically like that. Ihr Denken funktioniert einfach so logisch. Another child fails because they can't figure it out. Und ein anderes Kind versagt, weil es nicht draufkommt. Kevin was very creative when it came to school. Kevin war sehr kreativ, was die Schule anging. And he was taking a test one time that was multiple choice. Und er hat einmal einen Test gehabt mit Multiple Choice. And it was going to be graded by the computer. Und der Computer hat die Beurteilung, die Benotung vorgenommen. So he figured that if the computer caught that you had punched out every single one, the computer wouldn't know it. They would just look at the right answer. And so he was obviously going to get 100% on the test. Und er hat sich dann überlegt, wenn der Computer, der wird ja nicht herausfinden können, ob man jedes Kästchen angekreuzt hat. Also der wird ja nur sehen, dass man das richtige Kästchen angekreuzt hat. Und dann würde man automatisch 100% bekommen. Obviously that test didn't measure the knowledge that Kevin had. Dieser Test hat ganz offensichtlich das Wissen von Kevin überhaupt nicht beurteilt, gemessen. I do not mind grades if the child is graded on his performance. Mir machen Noten nichts aus, wenn ein Kind aufgrund seiner Leistung benotet wird. And he has a chance to learn by the answers that he puts on a test.
Und dass er auch die Möglichkeit hat, durch die Antworten, die er bei einem Test gibt, auch noch etwas zu lernen. So the goal is to beat his own performance. Das Ziel muss sein, dass er seine Leistung steigert. So he can do better on the next test than he did on the last test. Damit er beim nächsten Test besser abschneidet als beim vorigen. But for some children, because of the way their brains work, they'll never have a chance to be straight A's. Aber manche Kinder haben nie die Chance, lauter Einser zu bekommen, einfach aufgrund dessen, wie ihr Gehirn funktioniert. And many of the tasks in school are so varied that to expect straight A's in everything doesn't make sense. Und viele Aufgaben in der Schule sind auch so vielfältig, dass es eigentlich unvernünftig ist, von Kindern lauter Einser zu erwarten. An A in mathematics, Ein Einser in Mathematik, an A in reading, ein Einser im Lesen. two very different skills. Das sind zwei sehr unterschiedliche Fähigkeiten. And then an A in gym, Und dann noch einen Einser in Sport athletic sports, yeah. And an A in music. und einen Einser in Musik. It doesn't make sense that a child would be excellent in every single thing. Es ist nicht wirklich sehr vernünftig zu erwarten, dass ein Kind in all diesen Dingen überdurchschnittliche Leistung bringt. A few children can do that, Einige wenige Kinder können das. and they look forward to their grade cards coming back. Und die freuen sich schon darauf, wenn sie ihre Noten bekommen und ihr Zeugnis bekommen. But a lot of children feel like failures. Aber sehr viele Kinder fühlen sich wie Versager. I don't know the answer because rewards in education are based upon grades. Ich kenne die Antwort darauf nicht, weil die Belohnung im Erziehungssystem und im Bildungssystem auf Noten basiert. But I had a sister who had a very dyslexic child. Ich hatte eine Schwester mit einem Kind, das Dyslexie hatte. And she got permission from the teacher to read all the assignments to her son. Und sie hat von der Lehrerin die Erlaubnis bekommen, ihrem Sohn alle Aufgaben vorlesen zu können. And then the test that was given to her son Und wenn ihr Sohn einen Test bekommen hat, was also done verbally. dann wurde der auch verbal durchgeführt. And that boy got through school and is an amazing teacher today. Dieser Junge hat seine Schulzeit durchgemacht und ist heute selbst ein toller Lehrer. But he would have flunked having to read everything himself. Aber wenn er alles immer hätte selbst lernen müssen, dann hätte er die Schule nicht geschafft. And we would have lost an amazing teacher. Und wir hätten einen ganz wunderbaren Lehrer verloren. I'll let you make up your own mind. Da musst du deine eigene Antwort auch finden für dich. If the purpose is how much the children learn, Wenn es darum geht, wie viel die Kinder lernen, could a test be given to see how much they know? dann könnte man ja einen Test geben, um zu sehen, wie viel sie wissen. So you can work with them individually to get up to the level that you want them to be at. Damit man dann individuell mit ihnen arbeiten könnte, um sie auf das Level zu bringen, auf dem man sie haben möchte. But you don't have enough time during the day to do that, do you? Aber dazu hat man am Tag nicht genug Zeit. It's not an easy answer. Da gibt es keine leichte Antwort. How do you feel about it? Wie gefällt dir die Antwort? Yeah, thank you. It's interesting because I mean, if I think back about my school time, I would say grades were more punishment than something that would help me. Back on school time, grades were more punishment than anything else. Yeah. Yes, and I always thought grades would just be for the best ones. So would encourage the best because they anyway know they're best, and the ones which are on the lower end, they will think,
they are failures anyway, so they don't need to speed up anymore. Ja, also wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann denke ich, Noten waren mehr eine Bestrafung und waren eigentlich nur für die Guten und die anderen weniger Guten, die haben gedacht, ich brauche mich eh nicht mehr anstrengen, ich schaffe das eh nie, bessere Noten zu bekommen. It was rather a discouragement for the students who were not so good performing. Yeah. Thank you. Any other questions? Gibt es noch Fragen? It's almost lunchtime. Es ist schon fast Mittagessenszeit. Gut, dann danke ich euch für eure Fragen. What does the education man think about grades? About Was grades. hält der Verantwortliche für Bildung und Erziehung von You wanna help us Noten? Pretty out much on the that same one? than you, yeah? Er hat die gleiche Meinung. Ich danke euch. Ich finde es spannend, wenn man sich aus unterschiedlichen Perspektiven diese Dinge anschaut. Und ich darf euch einladen, dass wir jetzt zum Abschluss noch aufstehen, zum kurzen Gebet, und der Felix wird mit uns beten. Unser lieber und treuer Vater im Himmel, wir danken dir für die Ausführungen von Kay und Frauke, und wir dürfen wieder mal erkennen, wie wunderbar du uns gemacht hast, wie vielseitig, vielschichtig wir Menschen sind. Du hast etwas Wunderbares geschaffen und wir dürfen uns weiterentwickeln, und wir danken dir, dass wir vor allem eins wissen dürfen, dass du unser Herr und Gott bist, der uns lieb hat und der uns hilft, das zu erreichen, was wir brauchen, und das zu lernen, was wir brauchen, um andere Menschen zu lieben und dich zu ehren und zu loben und zu preisen. Und wir danken dir für das, was wir jetzt gehört haben, und bitten dich in der Zukunft und für die weiteren Stunden um deinen Segen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Die Lehrer sehe ich, die Lehrer an adventistischen Gemeindeschulen in Österreich sehe ich um 14.30 Uhr. Wir treffen uns im Seminarraum. Um 16 Uhr dann die Schulleiter auch im Seminarraum. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, und wir sehen uns alle, wir sehen einander, alle wieder um 19.30 Uhr dann hier oder beim Essen. Mahlzeit.